Moin moin, herzlich willkommen aus der Karre hier, die wir gerade ausbauen, und wir wollen euch mitnehmen. Vielleicht ist für euch der ein oder andere Tipp auch dabei, wenn ihr selber ein Auto ausbaut. Viel Spaß! Ich bin Jonas und in den nächsten Videos werdet ihr bestimmt auch noch mal meine Freundin Anja sehen. Wir bauen diesen Bus hier zusammen aus. Ja, heute wollen wir uns anschauen, was wichtig ist, wenn man sich einen Bus kaufen will. Was muss man beachten oder was will man beachten? Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Also, ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, möchte man ein Auto kaufen, was fertig ausgebaut ist oder was noch nicht ausgebaut ist, was man dann selber ausbauen möchte? Bei uns war die Entscheidung relativ klar. Wir wollten es selber ausbauen. Wir wollten uns ein gebrauchtes Auto selber kaufen und das dann ausbauen. Da kommt man ein bisschen günstiger weg, weil, wenn man sich ein fertig ausgebautes Auto, zum Beispiel von Westfalia oder den vielen tausend anderen Ausbauern, die es so gibt, kauft, dann sind die sehr teuer und dann gibt es die auch nur als Neuwagen. Also der Gebrauchtmarkt für solche Autos ist total gering, weil logischerweise, das werdet ihr wahrscheinlich auch wollen, wenn ihr einmal so ein Auto habt, dann braucht ihr das, dann benutzt ihr das natürlich auch erstmal. Also keiner kauft sich das nur, um die ersten 5 Jahre damit Spaß zu haben. Noch eine Sache, warum wir keinen Westfalia oder fertig ausgebauten genommen haben, ich hatte es gerade ja schon gesagt, die Dämmung. Es ist zum Beispiel so, dass beim Westfalia der komplette Boden nicht gedämmt ist. Genau, damit rein spielen natürlich auch noch andere Faktoren. Und zwar, wenn man es selber ausbaut, dann kann man natürlich genau entscheiden, was da rein soll, was man da reinbauen will. Man bekommt das nicht so vorgesetzt. Dazu kommt es auch, dass mit dieser Entscheidung, dass man selber machen kann, kann man auch zum Beispiel entscheiden, die Dämmung zum Beispiel noch ein bisschen exzessiver, ein bisschen besser zu machen. Hat natürlich mehr Freiheiten, was so die Einteilung des Mobiliars angeht. Und ja, der Nachteil ist natürlich, dass man nicht direkt ein fertiges Auto hat. Wobei im Moment heißt es sogar auch, man hat auch den Nachteil, wenn man sich ein fertig ausgebautes Auto kauft, dann muss man sehr, sehr lange warten. Genau, mit diesen Entscheidungen im Rücken schaut es jetzt so aus, dass man schauen muss, dass man sich bei diesen vielen Autos, die man im Gebrauchtmarkt findet, erstmal weiß, welche Größe man haben möchte. Also man teilt ein zwischen den Längenangaben und den Höhenangaben, L1 bis L5 bzw. L4 und H1 bis H3. Man kann sich vorstellen, L1H1 ist der ganz normale VW-Bus, den man so aus der Werbung und generell kennt, also der recht klein ist und recht niedrig. Und das geht dann weiter, also L5 oder L4H3 ist halt ein richtiges Schlachtschiff, richtig, richtig groß, und aber dafür auch angenehm oder sehr angenehm hoch. Das braucht man, wenn man zum Beispiel da noch eine Nasszelle einbauen möchte, noch einen größeren Schlafbereich haben möchte, noch extra so kleine Abteile da irgendwie reinbauen möchte. Aber das wollen wir in unserem Fall nicht. Uns war klar, wir wollen nicht ein super kleines Auto, wir wollen aber natürlich auch nicht voll das Schlachtschiff haben, weil wir wohnen hier im Wohnviertel. Man kann nur bis zu einer Größe von L2H2 das zum Beispiel hier bei uns in der Stadt abstellen und dafür einen Parkausweis bekommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein L2H2 Auto zu kaufen. Und das ist ja so eine gute Mitte, ne? Es gibt die natürlich nicht in jeder Kombination. Je größer die werden, desto höher müssen sie natürlich auch sein. Also es gibt jetzt nicht den L5H1. Aber wenn man das für sich schon mal weiß, also möchte man eine Toilette haben, möchte man eine Nasszelle vor allem haben, braucht echt viel Platz, dann ist man schon ein bisschen näher dran und kann das in der Suche ein bisschen eingrenzen. Wie sind wir da ganz konkret auf L2H2 gekommen? Wir haben uns natürlich andere Autos angeguckt. Erstmal draußen auf der Straße stehen echt einige rum, wo man einfach von außen so einen Eindruck bekommt. Was wir aber auch gemacht haben, wir haben uns den Studibus, das ist hier in Köln so ein Umzugsauto, gemietet, das nicht viel kostet, und sind damit eine halbe Stunde lang rumgefahren, sind da hinten rein, haben den voll ausgemessen. Das ist ein Renault Master L2H2. Und haben uns reingelegt, haben genau geschaut, wie ist der aufgebaut, und das hat uns erstmal imponiert. Wir haben dann erstmal nach Renault Mastern geguckt, sind dann aber aufgrund der
ja, vielen Vorteile auf den Fiat Ducato umgeschwenkt, haben unsere Suche dann darauf konzentriert und sind dann eben so zu diesem Auto hier gekommen. Aber erstmal will ich noch mal sagen, warum Fiat Ducato? Weil es gibt echt super viel Auswahl und da muss man sich auch so ein bisschen festlegen. Zumindest wenn man nicht von der Auswahl überrannt werden möchte. Also wichtig ist zu wissen, dass man jetzt die folgende Folie hier mit Vorsicht genießt. Das ist unser eigener Stand und unsere eigene Recherche, worauf wir unsere Auswahl eingegrenzt haben. Für uns war ein wichtiges Kriterium, weshalb zum Beispiel der Ford Transit rausgefallen ist als Basisfahrzeug, dass die Fords häufig Motorprobleme haben, wenn sie dann älter werden und wir dann deswegen weitergeschaut haben. Die VWs und Mercedes dieser Welt sind halt einfach richtig teuer. Man zahlt echt viel für diesen Namen, der dabei steht und den ganzen Lifestyle, der damit vermarktet wird. Und deswegen war das erstmal raus für uns und wir haben dann weitergesucht. Die Marken Opel und Nissan waren bei uns erstmal raus, weil die einfach nicht verbreitet genug sind. Und in der PSA-Familie, in der sich auch der Ducato befindet, werden leider Ford-Motoren verbaut und deswegen sind wir beim Fiat hängen geblieben, weil der als einziger aus dieser PSA-Familie eben den Iveco-Motor verbaut und daher wirklich einen sehr, sehr guten Motor hat. Der Renault Master war bei uns auch auf der Liste, aber wenn man die beiden vergleicht, das werdet ihr jetzt hier auch sehen können, dann gibt es einige kleine Vorteile, viele kleine Vorteile, die für den Fiat Ducato sprechen. Da geht es zum einen um die Länge des gesamten Fahrzeugs, also das Fahrzeug ist ein bisschen schmaler beim Renault Master, das heißt der Fiat Ducato hat ein bisschen mehr Platz hinten und irgendwas haben die mit dem Radabstand auch gemacht, sodass der Fiat Ducato einen wesentlich besseren Wendekreis hat und die Gesamtmaße im Innenraum sind beim Fiat Ducato noch mal ein bisschen besser. Also man hat es so, dass ich jetzt wirklich in dem Fiat Ducato H2 mit meinen 1,93 stehen kann. Das wird sich am Ende ändern, wenn der Boden noch ein bisschen höher geworden ist und die Decke noch ein bisschen tiefer gekommen ist. Aber da ist er noch mal ein bisschen höher und auch noch mal ein bisschen breiter als der Renault Master. Genau. Dazu war es eben auch noch, dass es ein paar kleine Extras gab. Wir wissen nicht, ob wir es nutzen werden jetzt am Ende, aber zum Beispiel die Handbremse ist beim Fiat Ducato hier unten an der Seite und nicht in der Mitte. Das heißt, wenn man sich irgendwann mal entscheidet, auf einen Einzelsitz hier umzuschwenken, den man umdrehen kann mit einer Drehkonsole, dann macht es total Sinn, hier einen freien Durchgang zu haben. Wichtig ist, nehmt euch Zeit bei der ganzen Suche. Also bei uns hat die ganze Suche also die ganze Informationssammlung und so weiter, bis hin, dass wir ein Auto hatten, das hat fast 6 Monate gedauert. Und wir haben wirklich uns einige Autos angeguckt und sind auch wieder weggefahren, haben die nicht gekauft und so weiter. Also unsere Anforderungen waren, dass er nicht zu alt und abgerockt ist. Also wir wollten den unter 100.000 Kilometern gefahren kaufen und auch nicht älter als 5 Jahre. Das war für uns wichtig und wir haben ihn jetzt am Ende so bekommen, dass wir damit 55.000 Kilometer waren schon drauf und er ist effektiv erst 2 Jahre alt gewesen. Das war richtig gut. Dann gab es noch die Anforderung, dass er einen Tempomaten hat, weil wir ja wirklich viel lange Strecke auch damit fahren und das sehr angenehm ist. Wichtig war, dass er eine Klimaanlage hat. Das hat unser 25 Jahre altes Auto vorher auch gehabt, was ziemlich krass war und da wollten wir jetzt auf keinen Fall drauf verzichten bei so einem neuen Auto. Und wichtig war eben auch, dass wir über 130 PS damit haben, weil wenn wir in den Bergen unterwegs sind und den natürlich auch noch ausbauen, dass da noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Am Ende hatten wir einen mit 180 PS. Das war erstmal gar nicht beabsichtigt, aber jetzt sind wir natürlich froh, den zu haben, weil in den Bergen macht er halt nie schlapp und kommt wirklich überall wunderbar hoch und man wird nicht von irgendwelchen LKWs überholt, was ziemlich nervig sein kann. Was wir auch noch haben wollten, das hätten wir auch im Nachhinein einbauen können, aber wir haben es jetzt direkt dabei gehabt, ist die Rückfahrkamera. Gerade wenn man hinten nicht so gut rausgucken kann, hier im Wohngebiet ein- und ausparken muss, ist es natürlich richtig geil, hinten mit der Rückfahrkamera. Genau, das waren unsere Anforderungen und die haben wir gut erwischt sozusagen, haben aber dafür natürlich auch ein bisschen gesucht. Noch eine Sache bei der Suche. Wichtig ist, auf das zulässige Gesamtgewicht zu achten. Also es macht Sinn, kein Auto zu kaufen, was
ja, was nur bis 3 Tonnen oder weniger nur zugelassen ist, weil dann hat man echt nicht so viel Raum, den man zusätzlich ausbauen kann. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir einen haben, der bis 3,5 Tonnen zugelassen ist, und ich habe, nachdem ich jetzt hier alles ausgebaut hatte, also die Trennwand, die echt nochmal einiges wiegt, bin ich auf die Waage gefahren und da hat der 2050 Kilogramm gewogen. Das heißt, wir haben noch richtig viel Platz hier, den wir vom Gewicht her draufpacken können. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Abonniert gerne den Kanal, kommentiert gerne, was ihr von diesen ganzen Ideen haltet, was ihr euch noch wünscht, und bleibt dabei. Also das nächste Video handelt davon, was ihr beim Kauf beachten müsst, wie ihr den Kauf, ja, wie ihr vor dem Kauf gut agiert, sodass ihr da schlau durchkommt, und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Macht's gut, bis dahin.